1957 wurde ein Experiment an Honigbienen durchgeführt, und während dieses Experiments führte ein kleiner Fehler zu einem großen Problem. Nach dem Experiment wurde beobachtet, dass die Bienen aggressiver und gewalttätiger wurden. Es war, als würden diese Bienen niemanden verschonen, wenn sie aus ihrem Experimentierbehälter kommen, und dieses Unglück geschah. Nochmals willkommen zu den Filme-Geschichte-Videos. Zuschauer, dieser Vorfall ereignete sich in einem Labor im brasilianischen Rio Claro, als Dr. Warwick ein Experiment mit Honigbienen durchführte. Da die Honigproduktion europäischer Bienen sehr gering ist, wollte Dr. Warwick die DNA dieser Bienen verändern, damit sie mehr Honig machen können. Zur Veränderung der DNA wurden Honigbienen aus Südafrika mitgebracht. Die wurden gemacht, um sich mit den europäischen Bienen zu paaren. Dieses Experiment wurde in einem Labor durchgeführt, in dem die Bienen einen Bienenstock in einem Behälter gebaut hatten. Das Experiment war ein voller Erfolg und diese neue Bienenart wurde afrikanisierte Bienen genannt. Alles lief nach Plan. Aber Dr. Warwick war ziemlich besorgt, nachdem er die Aggressivität dieser Bienen gesehen hatte. Als er ihre aggressive Haltung sah, war er besorgt darüber, und dann beschloss Dr. Warwick, diese Bienen nicht aus dem Container gehen zu lassen. Aber leider ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Durch die Nachlässigkeit eines Labormitarbeiters ist ein großes Bienenvolk entkommen. Und kurz nachdem sie entkommen waren, wurde ihre gewalttätige Natur offensichtlich. Sie fingen an, Menschen anzugreifen. Und es war nicht möglich, diese Bienen zu zähmen. Sie fingen an, ihre eigenen Bienenstöcke zu bauen und wuchsen schnell. Von Brasilien aus haben sie sich nun über ganz Amerika ausgebreitet und haben bis heute mehr als 1000 Menschen getötet. Und das ist der Grund, warum sie Killerbienen genannt werden. Sie sind schwarzer und gefährlicher als andere Bienen. Die greifen jeden innerhalb von 500 m um ihren Bienenstock an. Und wenn sie sich entscheiden, einen Menschen oder ein Tier anzugreifen, jagen sie überraschenderweise bis zu einem halben Kilometer weit. Und wie andere Bienen sterben auch diese Killerbienen, nachdem sie gestochen haben, zu wissen, wie gefährlich ihr Stich ist. Warum sterben sie, nachdem sie gestochen haben? Wir müssen wissen, warum Bienen überhaupt angreifen, egal welche Art von Bienen. Sie greifen Menschen nur an, wenn sie sich in Gefahr fühlen. Normale Bienen greifen jeden an, wenn jemand ihren Bienenstock berührt. Aber afrikanisierte Bienen sind sehr aggressiv und greifen Menschen an, die sich in einiger Entfernung befinden und dieses Gebiet durchqueren. Beim Sammeln von Blütenpollen schaden diese Bienen niemandem. Es sei denn, jemand setzt versehentlich einen Fuß auf sie oder behindert sie bei ihrer Arbeit, dann werden sie sauer und werden definitiv stechen, aber sie hatten keine Ahnung, dass sie bald sterben werden, nachdem sie gestochen haben. Eigentlich ist ihr Stachel wie ein Dolch mit kleinen Zähnen, dessen Richtung nach oben zeigt, und wenn sie stechen, stecken diese Zähne an ihrem Stachel wie ein Haken in der Haut, und deshalb wird es unmöglich, den Stachel zu entfernen. Wenn die Biene Kraft anwendet, um diesen Stachel hervorzubringen, wird er vom Körper der Biene gelöst und zusammen mit dem Stich kommen ihre Muskeln, Nerven und Teile ihres Verdauungssystems heraus, und so stirbt die Biene bald nach dem Stich. Glücklich sind die Menschen, die von nur einer Biene gestochen wurden, denn diese Bienen greifen in großer Zahl an,
wenn sie an ihrem Bienenstock vorbeigehen und sie von einer Biene gestochen werden. Greift innerhalb von Sekunden die gesamte Kolonie an, aber wie kommen die anderen Bienen dazu, zu wissen, wo und wen sie angreifen müssen? Eigentlich ist der Honig, den sie in ihrem Bienenstock sammeln, ihre Nahrung. Sie bewahren es für ihre schlechten Zeiten auf, besonders wenn es nicht die Pollensaison ist. Viele Bienen bewachen abwechselnd ihren Bienenstock. Wenn Menschen sich ihrem Bienenstock nähern, spüren sie es aus großer Entfernung, und wenn eine Biene erfolgreich sticht, wird zu diesem Zeitpunkt eine Chemikalie freigesetzt, die als Pheromon bezeichnet wird. Experten glauben, sobald sich das Pheromon in der Luft auflöst, wirkt es wie ein Alarmsignal für die anderen Bienen. All die Bienen, die zu dieser Zeit im Dienst sind, greifen diesen Menschen an, nachdem sie den Duft von Pheromonen bekommen haben. Deshalb ist es besser, den Ort zu verlassen, an dem sie von einer Biene gestochen wurden. Es ist auch sehr wichtig zu wissen, wie gefährlich ihr Stechen sein kann. Wenn ihr Stich in unseren Körper eindringt, hinterlässt er ein Gift namens Melitin. Unser Körper beginnt automatisch mit der Arbeit, um mit diesem Toxin zu kämpfen. Und das ist der Grund, warum dieser Teil des Körpers anschwillt. Eigentlich ist es ein Abwehrmechanismus unseres Körpers, der das Teil anschwellen lässt, um gegen Melitin zu kämpfen, wenn der Stich in die Nähe des Blutgefäßes gelangt. Vermischt er sich mit dem Blut, breitet sich im ganzen Körper aus und kann gefährliche Folgen haben, und Menschen, die eine Melitin-Allergie haben, sind einem größeren Risiko ausgesetzt. Wenn Sie also von einer Biene gestochen werden, versuchen Sie zuerst, diesen Stich zu entfernen, denn solange er dort bleibt, wird er das Gift kontinuierlich in den Körper pumpen. Hören wir uns einige interessante Fakten über Killerbienen an. Killerbienen bauen normalerweise einen großen Bienenstock, der mehr als 80.000 Bienen enthält. Diese Bienen werden mit Parfüm, funkelndem Schmuck und dunkler Kleidung aggressiv. Ihr Stich ist wie bei normalen Bienen, aber sie können innerhalb von 3 Sekunden stechen. Sobald diese Bienen aufgeregt sind, dauert es 24 Stunden, bis sie sich entspannen. Bei einem Angriff von Killerbienen muss man mindestens 1 Kilometer laufen. Auch nachdem sie sich im Wasser versteckt hatten, warteten diese Bienen weiter auf ihre Beute. Ich hoffe, Sie werden dieses Filme-Geschichte-Video mögen und teilen. Meine aufrichtige Wertschätzung für Ihre liebevollen Kommentare. Wir treffen Sie in einem weiteren fantastischen Video.